Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet eine bessere Nacht als ich. Derzeit haben wir über 37 Grad und hier in der Wohnung hat es sich ordentlich aufgewärmt, sodass ich kein Auge zugekriegt habe. Das ist ein bisschen ungünstig, denn ich habe heute einen wichtigen Termin. Ich bin nämlich bei italki als Speakerin eingeladen und ich habe Augenringe. Und lasst es euch gesagt sein, das Licht und diese Kamera sind wirklich sehr gnädig. Die Augenringe sind da. Ich habe sie gerade versucht mit Schminke abzudecken, aber mehr notdürftig als erfolgreich. Ja, vor einigen Tagen habe ich ein Bahnticket gebucht mit der naiven Vorstellung, dass ich in der Bahn noch ein bisschen was an der Präsentation ändern kann, beziehungsweise noch daran arbeiten kann. Aber mittlerweile bereue ich es ein bisschen, dass ich diese Tickets gebucht habe. Denn vorgestern wurde der komplette Bahnverkehr in ganz Deutschland lahmgelegt aus irgendwelchen technischen Gründen. Das heißt also, Züge sind ausgefallen und es gab Verspätungen von, haltet euch fest, bis zu 20 Stunden. Und das bei der Hitze. Also ich kann euch sagen, ich bin nicht besonders optimistisch, aber zum Glück habe ich einen kleinen Puffer eingebaut. Das heißt also, ich habe Zeit eingeplant, falls etwas nicht so laufen sollte, wie ich es mir vorgestellt habe zeitlich. Aber ja, wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Für Überraschungen ist ja die Deutsche Bahn in der Tat bekannt. Aber eher für die negativen. Ja, wie dem auch sei. Ich trinke jetzt erstmal meinen Kaffee und hoffe, dass er mich wach genug macht. Und falls ihr euch fragt, was das hier ist, ich habe mich gestern tatsächlich mit dem Lockenstab verbrannt. Und das sah am Anfang nicht so schlimm aus. Aber jetzt schon nicht zu empfehlen. So, während ich jetzt hier meinen Kaffee schlürfe, seht ihr hier das Arsenal, was ich mitnehmen werde zur Veranstaltung. Also mein Laptop habe ich schon eingepackt. Portemonnaie, Sonnenbrille darf nicht fehlen. Ein bisschen Puder zum Mattieren bei der Hitze. Dann habe ich hier noch meine Powerbank, meine Kopfhörer und in der Hand habe ich natürlich noch mein Handy und mein Stativ, das ich mitnehmen werde. Mal sehen, ob das alles hier in diese wundervolle Tasche reinpasst. Two hours later. Nur solche KI-generierten Content-Pieces zu sehen. AI ruined everything. Also, wenn wir Content sehen wollen, dann doch gerne von Menschen. Deshalb sind unsere menschlichen Assets Authentizität und das daraus entstehende Vertrauen. Ich habe jetzt meine Präsentation gehalten und bin erleichtert. Ich hoffe, dass ich ein paar Inhalte mit den Mädels hier teilen konnte, die auch nützlich und hilfreich sind. Und eigentlich ist so ein bisschen die Message, KI ist ein gutes Hilfsmittel, wenn es ums Lernen geht, aber es ist nicht das einzige Medium, das man nutzen sollte, wenn man eine Sprache lernt. Und ich glaube, da können viele von euch mir beipflichten oder mir zustimmen. Lasst auch gerne mal eure Kommentare unten da, was ihr zu dem Thema Lernen mit Menschen und Lernen mit KI denkt. Also ich habe da meine ganz eigene Meinung, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr neugierig darauf, wie ihr das Ganze seht und vor allen Dingen mal erklärt oder erzählt, welche KI-Tools ihr verwendet, wenn ihr Deutsch lernt. An dieser Stelle kurz Side-Talkie. Ich bin mir sicher, wer meine Videos schaut, weiß, dass ich begeistert davon bin und weiß auch, was italki ist. Nämlich eine Plattform, auf der ihr ganz einfach und flexibel euren Deutschtutor oder eure Deutschtutorin zum Sprechen buchen könnt. Ganz flexibel und ohne Abo. Mit meinem Code CLARA7 bekommt ihr auch nochmal einen Rabatt auf eure erste Probestunde. Den Link und den Code findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zum Vlog.
Das ist die liebe Natalia von Learn German Fast und sie hatte mich gerade eben nach einem Tipp gefragt oder einem Hack, wie man bestimmte grammatikalische oder sprachliche Themen in der deutschen Sprache schnell lernt. Und ich dachte mir, ich frage sie jetzt auch mal nach einem Tipp. Natalia, hast du einen Tipp zum Deutschlernen und vor allen Dingen zum Sprechen? Ich weiß, dass viele von euch sehr viel alleine sind und keine deutschsprachigen Communities haben. Und das war auch bei mir der Fall. Und ich habe damals sehr viel aufgenommen und habe mir das angehört. Beim Sprachenlernen ist es wichtig, dass du das wirklich laut aussprichst. Dass du nicht Inhalte einfach nur konsumierst und in deinem Kopf sprichst, sondern dass du wirklich aktiv bist, aktiv die Sprache nutzt und produzierst. Und das habe ich einfach alleine gemacht. Ich habe Sprachmemos für mich geschickt und habe die dann angehört und geschaut, okay, wo mache ich Fehler, was kann ich noch besser machen, vor allem bei der Aussprache, bei der Intonation. Und das kann man immer und überall machen. Man braucht nichts dafür, außer ein Handy vielleicht. Vielen Dank, Natalia. Ich verlinke auch nochmal ihr Handy unten. Dann könnt ihr ja auch auf YouTube folgen und euch ihre Inhalte anschauen. Dankeschön. Schaut mal, wen ich hier getroffen habe. Maria von Dein Sprachcoach. Und ich habe mir gedacht, die liebe Maria ist so eine tolle Lehrerin und natürlich hat sie auch ganz, ganz viele Erfahrungen, die sie auch gerne mit euch teilen möchte. Und da wollte ich dich fragen, Maria, gibt es den ultimativen Lerntipp von dir? Egal, ob es in der Grammatik ist oder irgendwelche Tricks, die du hast, wo du sagst, das wird auf jeden Fall deinen Deutscherfolg boosten. Clara, das Erste, was mir spontan einfällt, Leute, fangt bitte früh genug damit an zu sprechen. Das ist so wichtig, dass ihr nicht darauf wartet, dass man die ganze Grammatik gelernt hat und wirklich alle Wörter in der deutschen Sprache beherrscht. Sprecht direkt heute. Geht raus, sprecht jemanden auf der Straße an. Vielleicht ist es nicht so einfach, aber macht es einfach. Mal sehen, was passiert. Einfach sprechen, einfach keine Angst haben. Die deutschen Muttersprachler sind viel netter, als die meisten denken. Ich weiß, dass man Angst vor Fehlern hat. Ich weiß, dass man Angst hat, in einer peinlichen Situation zu landen. Aber das gehört zum Lernprozess dazu. Und nur so kann man wachsen und sich verbessern. Also sprecht bitte möglichst von Anfang an. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Falls ihr Maria noch nicht kennt, aber ihr kennt sie bestimmt, werde ich trotzdem noch ihren Channel unten drunter verlinken, sodass ihr ihn euch angucken könnt. Danke, liebe Clara. Ich danke dir vielmals. Das heißt, unsere Abfahrt verzögert sich weiterhin. No, God! So, meine Lieben, endlich wieder zurück zu Hause. Das war vielleicht auch noch mal eine verrückte Bahnfahrt, die wir erlebt haben. Also wir saßen tatsächlich wieder einmal eine Stunde im ICE fest und sind damit auch über eine Stunde zu spät nach Hause gekommen. Wir haben jetzt gerade noch schnell was gegessen, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, kurz noch einmal das Event von italki Revue passieren zu lassen. Ich fand es wirklich toll, so viele Menschen mit den gleichen Interessen und so viele spannende und interessante Creator an einem Ort zu treffen, mit ihnen Videomaterial für euch zu machen, das euch hoffentlich gefallen wird und ja, sich einfach zu unterhalten, Ideen auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen und ich finde, das ist halt wirklich so das Tolle an solchen Offline-Events, also so gern ich online auch mag, manchmal ist es eben auch einfach schön, die Menschen in Person zu treffen und damit, ihr seht, mein Gesicht ist völlig verschwitzt, wir haben jetzt immer noch 36 Grad draußen und es ist jetzt fast 10 Uhr, beende ich dieses Video auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch vielleicht auch ein paar Einblicke in meinen Arbeitsalltag mitgegeben. Solche Sachen erlebe ich dann tatsächlich auch mal, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze. Und ja, wenn ihr solche Art von Vlogs mögt, dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dann mache ich einfach mehr davon. Denn dieser Kanal ist ja schließlich für euch da und dafür, dass ihr so einfach wie möglich mit mir Deutsch lernen könnt. Und da möchte ich natürlich auch Inhalte produzieren, die euch gefallen und die euch dabei unterstützen. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt und freue mich auf das nächste Mal.